Meeresluft riechen, den warmen Sand am Strand fühlen. Das wollen alle. Auch Ella und Massio. Aber noch sind sie in Aachen, im Sandkasten. Ja, es geht los. Unser Auftrag an euch: umsonst ans Meer gelangen. Welches Meer, ist egal. Das Einzige, was wir als Regel haben, ihr dürft nicht illegal handeln, also nicht schwarz fahren und nichts klauen. Aber ihr dürft eben auch kein Geld ausgeben. Das ist so der Auftrag. Wer gewinnt? Ich. Das werden wir noch sehen. In einem sind die zwei sich aber offenbar einig. Sie wollen mit dem Rad ans Meer. Massio, 32, offenbar tiefenentspannt, macht solche Touren oft. Ich möchte nicht arrogant klingen, aber ich glaube, es gibt keinen Wettbewerb. Ella, 20, mit weniger Raderfahrung, hat anscheinend schon Plan B. Mal gucken, vielleicht überlege ich mir auf dem Radweg doch noch was anderes, wie ich doch noch ein bisschen schneller ans Ziel komme. Und schon trennen sich ihre Wege. Massio will nach Holland, Ella in Belgien ans Meer. Beides gut 230 Kilometer. Die ersten 30 Kilometer. Geschafft. Es ist kalt und es regnet. Das Wetter ist toll, da fühlt man sich richtig lebendig. Merkt man, dass man nicht aus Zucker ist. Und ja, gehört auch dazu, wenn man Radreisen macht. Bei Ella geht es nicht so feucht zu. Und sonst? Da war ein richtig scheiß Berg. Ich habe fast geweint. Erster Kontaktversuch. Bei mir stürmt es gleich. Ich bin in den Bergen an der Maas. Ruf mal an. Ich würde gern wissen, wo du bist. Mit Gewitter im Nacken geht's weiter. Ella kriegt grad nix mit und radelt wie eine Wilde. Sie hat den Horror hinter sich. Verfahren, doch noch nass geworden, Nasenbluten. Bei mir läuft es gerade nicht so gut tatsächlich. Und wie ihr hinter mir schon sehen könnt, ist da eine Baustelle. Und ich kann da nicht durch. Massio ist bei Kilometer 80. Guten Tag. Viel geschafft, aber nur eines im Kopf. Was deftiges essen, irgendwie ein gutes Bier trinken. Das hilft schon super, super viel der Moral. Tja, geht nicht, wenn man kein Geld ausgeben darf. Doch immerhin, Kleinigkeiten, die noch im Kühlschrank waren, durften sie einpacken. Feldküche hier. Ist so kalt. Geil. Richtig geil. Und gleich kommen mir fast die Tränen, so geil ist das. Die Beine tun weh, der Popo tut weh und mein Rücken tut auch weh. Wie geht's dir da? Alles in Ordnung, ich denke. Ja, bei mir auch alles super. Glaubt Ella ja selbst nicht. Und Massio wird auch ein wenig stutzig. Sie hat mir doch allen Ernstes vorhin gesagt, dass sie irgendwie ein weiches Bett haben wird. Was ich nicht verstehe. Ich bin gespannt. Scheinbar hat Ella vorgesorgt. Auf zur letzten Etappe, bevor Massio irgendwo sein Zelt aufbaut. Später. Währenddessen rollt Ella auf ein fremdes Haus zu. Weißt du nicht? Ich bin Ella. I'm Ella. Hey. Eigentlich vermietet die Dame über Airbnb nur gegen Geld. Aber Ellas Angebot konnte sie einfach nicht ablehnen. Dann hat sie auch gesagt, sie will eine Arbeit machen für mich. Ein Austausch. Ein Tauschhandel. Kost und Logis gegen Arbeit. Um in diesem Bett zu schlafen, wird sie später den Kühlschrank putzen. Derweil irgendwo im Nirgendwo. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Feierabend. Sehr früh am nächsten Morgen geht's hier schon weiter. Da bin ich jetzt gerade dabei, damit ich dann ganz früh auch hier wieder los kann. Ich wollte eigentlich
8, 9 Stunden schlafen. Hat nicht so geklappt. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn die wach bin, kann ich auch stehen. Um dann halt möglichst früh hier loszukommen. Ich habe nämlich einen Plan entwickelt, wie ich den Massio noch schlagen kann. Es gibt BlaBlaCar, nennt sich das. Das sind so Mitfahrgelegenheiten, die halt eigentlich Geld kosten. Und da habe ich halt auch erstmal ganz viele angefragt, denen auch wieder die Situation erklärt. Das Problem war da, dass ich, glaube ich, gefühlt 55 Absagen bekommen habe, weil die alle keinen Platz für ein Fahrrad hatten. Und dann hat mir zum Glück jemand noch geschrieben und meinte so, ja, nee, alles gut, ich nehme nicht for free mit. Kein Ding, mein Auto müsste auch groß genug sein für das Fahrrad. Ella muss es bis mittags nach Brüssel schaffen. Derweil hat Massio schon über die Hälfte der Strecke zum Meer geschafft. Wer wird das Rennen machen? Der Bahnhof in Tilburg. Hier hält sich Massio gerade auf. Will er etwa Zug fahren? Ohne zu bezahlen? Was machst du am Bahnhof? Ich musste mein Wasser auffüllen. Zwischen hier und der letzten Station gab es einfach niemanden auf der Straße, in seinem Garten oder sonst wo. Deswegen habe ich hier jemanden abgepasst. Irgendwelche Leute, die da rein wollten, 2 Frauen, die habe ich angesprochen und die haben gesagt, ja, machen wir. I just called to say I love you. Aber ich muss jetzt weiterfahren, weil ich fahre ja ein Rennen, habe ich festgestellt. Hey ho, let's go! Ella hat es pünktlich nach Brüssel geschafft, wo sie ihre Mitfahrgelegenheit treffen will. Sie bangt noch etwas. Entweder, dass er gar nicht kommt oder dass das Fahrrad halt nicht reinpasst. Dass ich mir dann nochmal was anderes überlegen muss. Aber das war jetzt die schnellste Möglichkeit, um ans Meer zu kommen. Da ich das Risiko gehe ich einfach mal ein. Hallo Massio, ich hoffe dir geht's gut. Ich bin hoffentlich gleich schon am Meer. Ich habe jetzt den Turbo eingeschaltet. Ich lasse mich jetzt mitnehmen, hoffentlich gleich. Und bin dann gleich schon am Meer, anscheinend vor dir. Ich hoffe, du bist schon mal ein bisschen traurig. Dordrecht in den Niederlanden, nur noch 45 Kilometer vom Meer entfernt. Massio hat Ellas Videobotschaft noch nicht mitbekommen und ist euphorisch. Ich hatte gerade unglaublich tolle Unterstützung von einem älteren Herrn namens Heinz. In dessen Windschatten konnte Massio Kräfte sparen. Und einen Kaffee spendierte Heinz auch noch. Also ich wäre nicht so schnell hier gewesen ohne Heinz. Deswegen danke schön. Und was macht eigentlich Ella? Hallo Massio, ich hoffe dir geht's gut. Ich lasse mich jetzt mitnehmen, hoffentlich gleich. Und bin dann gleich schon am Meer. Doch dann noch eine Nachricht. Die Mitfahrgelegenheit ist zu spät, also gibt es plötzlich vielleicht doch noch eine Chance, Ella den Sieg so ein bisschen vor der Nase wegzuholen. Sie sind uns am Ziel. No. Ellas Mitfahrgelegenheit. Endlich angekommen. Like this? Und jetzt geht's mit Tempo 80 weiter. Nur am Ende steckt das Fahrrad im Auto fest. Das Meer. Eigentlich so nah. Aber dann. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Wo sind wir denn hier? Wie heißt das? Keine Ahnung. Vollkommen egal. Hier ist Sand und da ist ein Meer. Wo wir sind, ist egal. 230 Kilometer in 2 Tagen. Nur 30 Minuten später ist Massio am Ziel. Ich bin am Meer. Ja, ist lange her. Und ich habe 0 Euro ausgegeben. Das muss man auch da sagen. Ne? Doch jetzt kann er nur noch an das eine denken: Essen. Weißt du, wie viele Eisbuden ich gesehen habe und mir kein Eis kaufen konnte? Fand ich richtig scheiße. Ich krieg ein Eis. So. Und weil das mit dem Durchschnorren so gut geklappt hat, setzt Ella noch einen drauf. Sie will umsonst in einem Hotel unterkommen, in dem sie ganz lieb drum bittet. 2 Fehlversuche. Aber dann. Was Ella kann ich schon lange. Pünktlich zum Sonnenuntergang trifft er Carolina und Andreas. Gefunden über Couchsurfing gibt's bei ihnen eine Übernachtung umsonst. Ja, es war Plackerei. Aber vor allem war es groß.
Oh, heute Morgen hatte ich ganz, ganz viele Glücksgefühle. Also ich bin noch ganz runter zum Meer gelaufen, die Sonne ist gerade aufgegangen, es war niemand wirklich hier. Wie viele Tiere ich gesehen habe. Kühe, Alpakas, Lamas. Ich habe sogar Ziegen gesehen, die gegeneinander gekämpft haben. Es war unglaublich. Also die Reise ist natürlich auch das Ziel, wie man so schön sagt.